Ich erkläre euch wohl die wertvollste und wahrscheinlich die Meta-Neuerung in EAFC 24, die sogenannten Playstyles und auch Playstyles Plus. Wenn du noch nicht weißt, was das ist, wofür du sie einsetzen kannst und wer diese hat und wie du diese bekommen kannst, dann bist du hier genau richtig. Schau dieses Video unbedingt bis zum Ende, damit du alles genau mitbekommst, jeden einzelnen Playstyle. Falls ihr neu auf dem Kanal sein solltet, dann abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, erlaubt alle Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst und klickt auf den Like-Button, wenn es euch gefällt. So, jetzt sind wir auch schon in den Patch Notes direkt von EA sozusagen zu dem Deep Dive Gameplay Trailer und nochmal eine kurze Einführung in die Playstyles. Playstyles sind sozusagen eine Art Verbrauchsobjekte, aber auch spezifische Eigenschaften, die Spieler von vornherein haben. Und diese Playstyles geben sozusagen den Spielern individuelle zusätzliche Eigenschaften, die sie in-game Auswirkungen haben, die dann über die Gesamtrating des Spielers hinausgeht. Sozusagen, dass gewisse Eigenschaften und Werte im Spiel verbessert werden. Die Playstyles können Eigenschaften oder Werte von Schüssen, Dribbling, Pässen, Tackles und sonstige weitere Möglichkeiten enthalten und diese eben verbessern. Wenn dir der Content bisher gefällt, dann rate ich dir unbedingt, zu meinen Livestreams vorbeizuschauen. Die Streamzeiten findet ihr immer auf dem Community-Tab oder auf dem Discord-Kanal. Ich freue mich, wenn ihr dazu stoßt, und jetzt geht's weiter mit dem Video. Außerdem werden die Playstyles jeweils noch in zwei Kategorien unterteilt. Einmal die normalen Playstyles, die sozusagen eine bestimmte Eigenschaft, die der Playstyle aussagt, worauf wir gleich noch kommen, verstärkt. Und dann gibt es noch die gleiche Variante zum gleichen Playstyle, sozusagen der Playstyle Plus Variante, die, sage ich mal, diese Fähigkeit nochmal deutlich besser auf Elite-Niveau, sagt EA, steigern wird. Ich sag jetzt schon Meta. Aber wir schauen jetzt nochmal genau rein, welche Playstyles überhaupt gibt. Und das sozusagen in der normalen Variante als auch in der PlayStation Plus Variante. Und ich verstehe es so, dass die Playstyles an sich normale Verbrauchsobjekte sind, die du über einen Transfermarkt in Packs als auch durch Ingame-Belohnungen erspielen kannst. Und nicht umsonst hat EA in den Vorbesteller-Packs schon gesagt, dass du einen Playstyle-Slot freigeschaltet bekommst, sodass es wahrscheinlich ist, dass du über Spiel und sonstige Herausforderungen erst Slots freischalten kannst, um überhaupt Playstyles überhaupt nutzen zu können, sodass du nicht von vornherein 50.000 Playstyles nutzen kannst und OP-Metakarten von Anfang an hast, sodass das die Ausgangssituation ist. Und jetzt schauen wir doch erstmal, welche Playstyle überhaupt gibt es. Insgesamt gibt es 34. Und der erste ist der Kraftschuss. Und dort ist schon auch die Aussage, wer hat es. Das heißt, es gibt spezielle Spieler, die von vornherein diesen Playstyle schon haben. Deswegen kann ich auch direkt jetzt am Anfang sagen, glaube ich, wird sich das Spiel sogar dahin verändern, dass wir jetzt mehr Spieler auswählen, die gewisse Playstyles haben, die eventuell OP sind, anstatt direkt auf die Werte zu schauen der Spieler, sodass Playstyles mehr Fokus nehmen. Natürlich musst du genug Playstyle-Slots auch freigeschaltet haben, aber das nur noch vorneweg, dass sich Squad-Building auch in diese Richtung deutlich verändern werden wird, was sehr interessant trotzdem ist. Der erste Playstyle ist Kraftschuss. Und wer hat es? Das ist ein Spieler, der für seine kraftvollen Schüsse außerhalb des 16ers bekannt ist. Und sie nennen nicht direkt Spieler, aber in den Karten wird man dann schon sehen, welchen Playstyle der von vornherein hat. Und jetzt kommen wir zu dem Effekt, sozusagen in-game hat der Kraftschuss Playstyle den Effekt, dass die kraftvollen Schüsse schneller und mit höherer Geschwindigkeit ausgeführt werden, sodass sozusagen die Powershots noch powervoller sind. Und wenn du den Playstyle Plus hast, dann ist es nochmal viel schneller und viel kraftvoller, was ich glaube, dass alle Playstyles so crazy OP werden. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Sodass ich sogar glaube, Playstyles werden wichtiger als wirklich die Spielerwerte.
So, der zweite Playstyle, den wir haben, ist Toter Ball und das ist sozusagen ein Freistoß-Playstyle und dieser ist sozusagen für Freistoßspezialisten gedacht und dort ist es sozusagen so, das Versatzstück ist hier ein bisschen dämlich erklärt, sondern es ist damit gemeint, dass der Curve des Spielers und die Geschwindigkeit des Schusses besser gemacht werden kann. Und beim Freistoß gibt es jetzt auch eine Vorschaulinie, wie wir auch schon in-game hatten, die aber nur ein paar Meter ging, wo du eine ungefähre Richtung hattest, wo der Schuss hingeht. Und das wird auch dort sein. Und beim Playstyle Plus ist natürlich der Vorteil, dass diese Vorschaulinie direkt bis zum Tor geht. Das heißt, du siehst genau, wo der Ball einschlagen würde, was natürlich auch wieder OP werden kann, sodass wir wahrscheinlich sehr viel mehr Freistoßtore kassieren, aber eventuell auch schießen. Je nachdem, ob du halt den toten Ball Playstyle nutzt oder nicht. Weiter geht's mit dem Chip Shot Playstyle und der war auch schon im Trailer vorhanden und der sah wirklich ziemlich geil, nice aus. Und das ist ein Spieler, der bekanntermaßen oft versucht, den Torwart beim Torschuss mit einem Lupfer zu schlagen. Und die Ingame-Auswirkung des Chipshots ist natürlich, dass er den Chipshot schneller ausführt und die Genauigkeit größer ist, dass er auch einschlägt. Beim PlayStation Plus Style ist eigentlich bei allen anderen auch, dass es einfach noch schneller und noch genauer ist. Also nochmal on top drauf, nochmal mehr crazy OP. Und so weit, so gut. Weiter geht's mit dem Finesse-Schuss. Und das können natürlich Spieler machen, die auch in-game sehr viel Finesse-Schüsse außerhalb des 16ers nutzen. Und wenn du einen Playstyle hast, dann kommen diese nochmal mit mehr Curve und mit verbesserter Geschwindigkeit und beim PlayStation Plus nochmal deutlich mehr OP, noch schneller und mit noch mehr Curve, sodass die Torhüter eventuell es schwierig haben werden, beziehungsweise Finesse-Shots generell, wenn du ein Playstyle Finesse-Shots, später kommt auch noch Außenrissschuss und Co., wird, denke ich, wieder OP sein, sodass ich glaube, offensiver wird es einfacher, Tore zu schießen und defensiver wieder schwieriger zu verteidigen. Wir gehen weiter und zwar der nächste ist der Powerheader und das ist sozusagen einer für Spieler, die bekannt sind, kraftvoll zu köpfen, mit viel Wucht in den Kopfball gehen, Militao, Van Dijk und Co. Und der Playstyle löst sozusagen aus, dass sie mit einer erhöhten Leistung, also mit einer erhöhten Energie in das Kopfballduell gehen und die Genauigkeit des Power-Kopfballs auch größer ist. Und beim PlayStation Plus Style ist es so, dass du natürlich noch wuchtiger reinspringst mit noch mehr Tempo und der Kopfball mehr Tempo hat und noch genauer kommt. Dann kommen wir jetzt zur Kategorie Vorbeigehen, also eher in der Dribbling-Kategorie die Playstyles. Und das ist Pass angepinkt. Beachtet, dass die Playstyles sozusagen jetzt auf Deutsch sind und die in Englisch und dann in-game auch noch anders heißen. Aber ich nutze es auf Deutsch und an dem Bild werdet ihr dann natürlich erkennen, welcher Playstyle das trotzdem sein wird. Nur für die Information. An sich kann man sagen, ist ein tödlicher Pass sozusagen die Spieler, die wirklich die letzten tödlichen Pälle aus den unmöglichsten Winkeln spielen können. Das ist dieser Pass angepinkt Playstyle. Und dieser hat in-game die Auswirkung, dass Steilpässe präziser sind und diese Ausweichpässe mit mehr Curve geliefert werden und die Präzision dadurch genauer gemacht werden kann. Indirekt, und das sehe ich jetzt schon als Problem, weswegen dieser eventuell crazy OP werden kann, weil sie sagen, Ausweichpässe werden mit mehr Curve geliefert. Ich verstehe darunter, dass indirekt EA damit meint, dass autokorrigierte Pässe durch diesen Curve jetzt autokorrigiert besser kommen. Was, ne? Und PlayStation Plus, wie gesagt, noch mehr Ausweichpässe, noch mehr Curve und noch eine höhere Geschwindigkeit bis zum Ziel. Dann gehen wir zum prägnanten Pass über. Und diese Leute haben den Pass, die halt für präzise, schnelle Bodenpässe, indirekt druckvolle Pässe bekannt sind.
Und in-game als Playstyle hat es die Auswirkung, dass die Pässe schneller über den Boden fliegen und es aber auch nicht beeinträchtigt wird, wie es ja eigentlich beim Druckpass ist, dass trotzdem der Passempfänger nicht so viel Schwierigkeiten hat, den Ball zu kontrollieren. Was auch wieder crazy sein kann. Und Playstyle Plus genau das gleiche. Die Pässe sind noch schneller, ohne dass sie abgefangen werden können oder weniger abgefangen werden können. Und der Passempfänger sozusagen auch nicht so viel Probleme hat, diesen anzunehmen. Natürlich wird es trotzdem auf den Spielerwerten denn natürlich basierend sein. Dann gibt es noch den langen Ballpass, sozusagen langer Pass, sozusagen für Spieler, die lange Pässe spielen. Und das beinhaltet als Playstyle denn, dass diese Lupfer- oder Langsteilpässe präziser kommen und die Spieler sich schneller bewegen und es für die Verteidiger schwieriger ist, diesen Ball abzufangen. Und beim Playstyle Plus ist das natürlich nochmal verstärkt, dass sie noch präziser kommen, die noch schneller reinlaufen und es noch schwieriger ist abzufangen. Ja, Verteidigung, Leute, das wird ein Spaß. So, der weitere Spielstil ist Tiki-Taka. Und das ist natürlich für Spieler bekannt, die sehr viel Kurzpässe und eine sehr gute Ballbehandlung haben. Und in-game hat dieser Playstyle die Auswirkung, dass sozusagen One-Touch-Pässe schneller gespielt werden können und ihr sozusagen schneller in Räume vorstößen könnt und Tiki-Taka schnelle Hin- und Her-Pässe spielen könnt, sodass der Gegner nicht mehr weiß, wo er hinlaufen soll. Und die sind äußerst präzise und es können eventuell sogar Hackenpässe auch noch integriert sein als Animation, um diesen Kurzpassspiel durchzubringen. Und beim Playstyle Plus ist das Ganze natürlich nochmal verstärkt. Und dann gibt es noch den gepeitschten Pass. Das ist sozusagen der Whip Pass, der auch im Trailer von Alexander Arnold vorgestellt wurde. Das ist sozusagen eine Flanke mit viel Unterschnitt, sodass der lang in der Luft ist und immer länger wird. Und ist halt vor allem für Flanken eventuell effektiv. Vor allem finde ich es auch geil, dass die Playstyles darauf ausgelegt ist, dass du selbst jetzt besser definieren kannst und besser auswählen kannst, welche Spieler du in deinem Spiel nutzt. Und wenn du zum Beispiel über Flanken gehen willst, kannst du eventuell mehr auf diesen Playstyle gehen. Willst du aber mehr Tiki-Taka spielen, holst du den Tiki-Taka-Playstyle. Und so kannst du dein eigenes Team so aufbauen, wie du auch spielen willst. Und das will ich natürlich auch in meiner Mitgliedschaft reichen. Den Link werde ich mit der Zeit hier unten rein posten, wo ich natürlich mit euch erarbeiten will, euren Spielstil durchzubringen. Und da sind die Playstyles natürlich nochmal ein besseres Tool, um das mit der Zeit besser aufzubauen, damit ihr besser in EAFC 24 werdet und nur rasiert. Und in-game hat natürlich dieser gepeitschte Pass die Auswirkung, dass diese Pässe hochpräzise kommen, schneller sind und mit viel mehr Curve gedreht werden. Und beim Playstyle Plus könnt ihr euch immer vorstellen, ist einfach nochmal krasser. Noch ein kleiner Hinweis zwischendurch. Wenn du Lust hast, dich zu FIFA oder anderen Themen in der Community auszutauschen, dann komm unbedingt in den New Age Discord-Server. Dort ist die Core-Basis meines Kanals zum Informationsaustausch. Schau doch vorbei für Updates und sonstige Hinweise. Ich freue mich dort, dich anzutreffen. Also schreib dort rein. Dann kommen wir in die nächste Kategorie der Playstyles und zwar in Richtung Ballkontrolle. Und einerseits erste Berührung, also First Touch Playstyle, ist sozusagen für Spieler, die bekannt sind, einen sehr guten First Touch zu haben. Und in-game hat es natürlich die Auswirkung, wenn du diesen Playstyle nutzt, dass Fehler bei der Ballannahme resultieren und der First Touch deutlich besser ist, sodass du die Bewegung oft mitnehmen kannst, was natürlich sehr gut und OP werden kann. Und beim Playstyle Plus ist das natürlich nochmal deutlich verstärkt. Dann gibt es noch den Flair Playstyle und das ist natürlich für Leute, die sehr extravagante Spielweise haben und sozusagen beim Fallen Pässe spielen, Schüsse, Flair-Pässe machen. Dadurch werden sozusagen Flair-Pässe und Schüsse mit verbesserter Genauigkeit ausgeführt und die Flair-Animation wird dementsprechend auch ausgeführt. Und mit dem Playstyle Plus natürlich das Ganze nochmal krasser, sodass du anscheinend jetzt dadurch sogar Flair-Tore und Pässe deutlich besser machen kannst.
Ich habe jetzt mal auf Englisch gestellt, weil die deutsche Übersetzung crazy schlecht ist. Press Proven ist sozusagen für Leute, die sehr gut darin sind, in Drucksituationen die Ballkontrolle zu halten. Und jetzt geht es in Englisch weiter. Und dieser Playstyle hat sozusagen die Auswirkung, dass beim Jogging Speed, also beim Jogging Speed, die Ballkontrolle deutlich besser ist und ihr die Bälle besser abschirmen könnt, wozu ich später auch nochmal ein Video machen kann, wenn es online ist. Könnt ihr es hier anschauen, beziehungsweise generell in dieser Playlist werde ich alle neuen News zu EAFC reinposten, sodass ihr dort immer auf dem neuesten Stand seid. Und beim Playstyle Plus ist es natürlich so, dass ihr noch enger die Ballführung machen könnt und dadurch, selbst wenn der Gegner presst, den Ball behalten könnt. Dann geht es weiter mit dem Rapid, dem Speed, also der Schnelligkeit, Schnelligkeitsdribbling. Davon ist im Trailer auch kurz mit Winnie eine Szene. Und ich denke, dieser kann auch OP werden, ist sozusagen Speed Dribbling. Wenn du diesen Playstyle nutzt, hast du ein höheres Tempo beim Dribbling, sozusagen Speed Dribbling an sich. Und sage ich mal, dass du den Ball verlierst oder einen falschen Touch hast, wird dadurch minimiert und beim Playstyle Plus ist das natürlich nochmal verstärkt der Fall. Dann gibt es noch den Technical Dribbler, so nach dem Motto. Und das ist natürlich für diejenigen, die sehr gut darin sind, den Ballbesitz zu halten und in kleinen Räumen eine schnelle Bewegung zu machen. Messi, denke ich, wird einen Technical Playstyle haben. Und wenn du diesen nutzt, wird bei einer höheren Sprintgeschwindigkeit der kontrollierte Sprint, wozu es später dann auch noch ein Video gibt, du trotzdem in den Bewegungen und hältst mehr Abstand zu deinem Gegenspieler, sodass du den Ball dort auch nicht verlierst. Playstyle Plus, genau das gleiche, bloß noch besser. Ich denke, dieser Playstyle, der jetzt kommt, der Trickster Playstyle, den ihr auch schon im Trailer mit Winnie gesehen habt, der wird so beliebt werden, vor allem die Playstyle Plus Variante von dem. Junge, das erinnert mich so crazy an FIFA Street, ne? Ja, als wenn du jetzt FIFA Street in EAFC 24 spielen kannst. Junge, das ist einfach so ein Playstyle für all die Skiller unter euch. Junge, die wollen einfach nur mit dem Skill zerstören. Und das ist der Trickster, Junge. Allein die Animation, die ihr eben gerade gesehen habt, dadurch werden einzigartige Skill-Flick-Moves prognostiziert und ausgeführt, die ihr einfach sonst nie sehen werdet. Und deswegen wird er so crazy geil zu nutzen sein. Und ich denke, die meisten abfacken, wenn man gegen solche Leute spielt. Aber ich glaube, der wird richtig lustig. Dann kommen wir jetzt in die Verteidigungskategorie. Und da gibt es einmal den Block-Playstyle. Und das ist sozusagen Spieler, die sehr bekannt sind, gute Blocks in-game zu haben. Hier bin ich mir noch nicht sicher, ob das positiv oder negativ sein können, weil eventuell dadurch die Autoblocks wieder deutlich präsenter sein werden, was aber im Gegenzug die offensiven Playstyles vielleicht ein bisschen runter ausbalancieren kann. Und dieser Playstyle eingelöst in-game sorgt natürlich dafür, dass du eine höhere Wahrscheinlichkeit hast, dass du Schüsse blocken kannst und generell immer im Weg stehst, und beim Playstyle Plus genau das gleiche. Dann kommen wir zum Bruiser Playstyle, und dieser ist auch kurz im Trailer eingefroren, und das ist, sag ich mal, der Abräumer, ne? Der Zerstörer, ne? Das ist so ein Kreisliga-Blutsrätschen-Typ, ne? Der räumt alles ab, ja? Ne? Der besticht dadurch, dass du eine extreme körperliche Stärke und physische Präsenz hat und hardcore in die Tackles reingeht und die Leute teilweise wegbombt, was ehrlich gesagt vielleicht sogar sehr stark sein kann, wenn du mit einem Verteidiger Flügelspieler, die relativ klein sind, verteidigen willst, weil du die einfach durch die physische Stärke eventuell wirklich weghauen kannst und es keinen Freistoß gibt. Playstyle Plus, genau das gleiche, bloß noch krasser. Dann gibt es noch den Intercept Playstyle, also sozusagen Abfang. Haben natürlich die Spieler, die sehr gut darin sind, Bälle abzufangen, und der Playstyle in-game bewirkt natürlich, dass du dadurch eine höhere Reichweite hast, um Pässe abzufangen, was natürlich vor allem durch diese Playstyle-Pass und neuen Passkonstellationen, die ich auch noch vorstellen werde, eventuell von Vorteil sein kann, diesen in der Verteidigung zu nutzen, sodass du mehr Pässe abfangen kannst.
und Playstyle Plus einfach genau das gleiche, bloß noch krasser. Und jetzt kommen wir zu einem Playstyle, als ich den das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, dieser, glaube ich, wird essentiell in der Verteidigung. Und das ist der Jockey-Playstyle. Und dieser hat sozusagen den Vorteil in-game, dass sozusagen zwischen der R2 und der L2 Jockey-Haltung, L2 Verteidigung, dieses ganz filigrane Verteidigen und dann wieder in den Sprint gehen, wenn er weiter sprintet, dass diese Varianz, dass du sehr eng verteidigen kannst, aber auch einen Sprint-Boost an sich bekommst, wenn du dann wieder in den Sprint gehst, sodass du eventuell Dribblings, vor allem diese Speed-Dribblings, dann eventuell doch noch verteidigen kannst. Und das bietet dieser Jockey. So verstehe ich das. Und Playstyle Plus, glaube ich, wird sehr wichtig in der Verteidigung. So, dann gibt es noch den Slide Tackle Playstyle. Das ist natürlich für die Leute, die sehr gut in Grätschen sind. Und dieser hat in-game natürlich die Auswirkung, dass er deutlich bessere Grätsch-Tackles mit einer höheren Wahrscheinlichkeit gewinnen kann. Und Playstyle Plus genau das gleiche. Nur noch besser. Dann gibt es noch den Anticipate, den Antizipieren Playstyle. Das ist natürlich für die Leute in der Verteidigung, die eher darauf aus sind, Pässe abzufangen, gewisse Sachen zu antizipieren. Die haben den Vorteil, wenn du einen Tackle ausführst, dass dann der Ball an dem Fuß bleiben sollte und nicht weit verspringt, was auch sehr wichtig sein kann und beim Playstyle Plus natürlich nochmal verbessert. Jetzt kommen wir zu den physischen Playstyles und das ist einmal der Acrobatic Playstyle und das ist sozusagen die Szene, die Erling Haaland, Tor gegen Dortmund, ihr kennt sicherlich aus den Trailern jetzt, diese Animation hat auch Haaland und genau diese Toranimation ist ebenfalls im Spiel enthalten durch den Acrobatic Playstyle. Und dort werden halt Volleys und akrobatische Volleyschüsse, Animationen verstärkt und verbessert und beim Playstyle Plus nochmal das gleiche. Dann gibt es den Aerial Playstyle und der ist sozusagen dafür, für Leute im Luftzweikampf Bälle zu gewinnen. Wenn du diesen einsetzt, kannst du höher springen und hast eine bessere Luftpräsenz, um Kopfballduelle oder sonstige Luftduelle zu gewinnen. Beim Playstyle Plus genau das gleiche, bloß natürlich verbessert. Dann gibt es den Trivella Playstyle und ich sag schon mal wieder, OP L2 Schuss wird kommen mit diesem Playstyle, denn dadurch werden mehr Pässe und auch Schüsse mit dem Außenriss gespielt und beim Playstyle Plus natürlich deutlich verbessert. Dann gibt es den Relentless Playstyle, der vor allem im Mittelfeld eventuell sehr interessant sein kann, denn dieser Playstyle reduziert Ermüdung während des Spiels und er regeneriert sich sozusagen in der Halbzeit wieder ein bisschen auf, sodass die Ausdauer weniger schwindet bei diesem Spieler, wenn du diesen Playstyle nutzt. Beim Playstyle Plus Playstyle hast du das natürlich nochmal deutlich verbessert. Dann gibt es den Quick Step Playstyle und das, denke ich, kann ein interessanter Playstyle werden für die Explosive Laufstil-Spieler, denn die haben sozusagen durch den Quickstep, einen schnellen Schritt, können die sozusagen aus einer nicht ganz so schnellen Bewegung eventuell einen schnellen Schritt machen und einen Sprintboost aufnehmen, was eventuell ein neuer Sprintboost OP-Sache werden könnte. Und beim Playstyle Plus hat das natürlich nochmal krassere Auswirkungen. Dann gibt es noch den Long Throw, also den langen Einwurf Playstyle. Der hat natürlich, wie er schon sagt, wenn ein Spieler den hat, dann könnt ihr längere Einwürfe bis wahrscheinlich in den Strafraum machen und so eventuell in Kombination mit dem Aerial Playstyle dann mehr Kopfballduelle gewinnen und so eure Chancen erspielen. Playstyle Plus natürlich das Ganze nur verbessert. Dann gibt es noch Torhüter Playstyles, aber diese sind eigentlich nur wichtig, wenn du die Player-Karriere oder Pro Club spielst, denn ansonsten sind die ganzen Playstyles nur AI-basiert von den Animationen, die schon im Game sind.
wir gehen sie trotzdem nochmal durch. Das ist einmal Far Throw, sozusagen ein weiter Abwurf. Das sind natürlich für die Spieler, für die Torhüter, die lange Einwürfe präzise und halt weit ausführen können. Playstyle Plus das Ganze nur verbessert. Dann gibt es noch den Footwork Playstyle und dieser sorgt dafür, dass die Reaktionen in 1 gegen 1 mit dem Fuß, also Fußparaden, verbessert sind. Playstyle Plus genau das gleiche, nur verbessert. Dann Cross-Claimer Playstyle ist halt so, dass der Torhüter öfter rauskommt, um Flanken abzufangen, was eventuell jetzt die individuelle Anweisung Flankenfänger war, wird jetzt als Playstyle, bin ich der Meinung, übernommen. Playstyle Plus genau das gleiche, bloß verbessert. Dann Washout Playstyle ist sozusagen auch die Anweisung in-game. Beim Torhüter konntest du auch, dass er rausstürmen soll, wenn jemand auf dich zukommt. Ist jetzt sozusagen auch als Playstyle geregelt und als Playstyle Plus natürlich noch besser. Dann gibt es den Far Reach Playstyle. Dieser sorgt dafür, dass die Torhüter sich, sage ich mal, besser verhalten, um, sage ich mal, vor allem Schlenzer oder Bälle, die in die lange Ecke gehen, eventuell mit einem Zwischenschritt oder einer höheren Animation, Fluganimation, sage ich mal, die Bälle aus der letzten Ecke noch zu kratzen und sich sozusagen größer zu machen. Playstyle Plus, genau das gleiche, bloß noch besser. Und dann gibt es noch den Quick Reflexes Playstyle und dieser erhöht, sage ich mal, die Reflexfähigkeit des Torwarts, sodass im 1 gegen 1 eventuell mehr Bälle gehalten werden können. Und Playstyle Plus hat die gleiche Auswirkung, bloß dass natürlich es verbessert ist. Ich denke, ihr habt jetzt einen perfekten Überblick über alle Playstyles, die es gibt, welche Auswirkungen sie haben und ihr könnt euch jetzt sozusagen schon mal auswählen und auch in die Kommentare schreiben, was ihr eigentlich glaubt, welche Playstyles ihr nutzen wollen würdet, welchem Spielstil ihr generell aufbauen würdet und welchen ihr unbedingt haben würdet. Schreibt es in die Kommentare. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann abonniert unbedingt den Kanal, lasst ein Like da, aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos, keine Livestreams und sonstige News zu verpassen. Und schaut euch unbedingt noch die EAFC 24 News Playlist von mir an, denn dort haue ich die ganzen neuen News rein, die kommen, dass du immer auf dem neuesten Stand bist und direkt in EAFC 24 mit den besten Voraussetzungen gehen kannst. Zum Schluss sage ich wieder, welcome to the new age. Ciao.